Morgen. Dieses Video nenne ich auf Deutsch 2. Das Titelbild und Anfangsbild, das ist eine Wolke, die mir vor einigen Jahren mal erschienen ist, als ich vom Bäcker zu meinem Zuhause ging. Dann sah ich am Himmel diese Wolke, in dem Himmel blau, und habe sie erkannt als eine Taube, die auf mich zufliegt. Das heißt, die gespreizten Flügel kann man erkennen, wenn man das jetzt mal perspektivisch betrachtet. Man würde die Taube von vorne sehen, wie sie auf einen zufliegt, landet. Man sieht die gespreizten Flügel, man sieht den Schwanzflügel, den hinteren Flügel, und man sieht den Kopf und man sieht auch die zwei dunklen Punkte, die man als Augen interpretieren könnte. Dann hat man diese Taube, die auf einen zufliegt. Das habe ich also gesehen, habe schnell mein Handy gezogen und habe dieses Foto gemacht. Es ist also irgendwo aus dem Flug heraus gerade mal der Bruchteil einer Sekunde, wo sie so ist. Und ich habe sie gesehen und habe tagelang darüber nachgedacht und gedacht, ich finde das toll, dass ich sie gesehen habe. Erstens, dass sie mir aufgefallen ist. Zweitens, dass ich sie interpretiert habe als eine fliegende Taube. Und zwar ist es ja so, Tauben sind bei uns ja nicht einfach nur Vögel, sondern wir haben ja Tauben als Brieftauben und wir haben Tauben definiert, weiße Tauben, als Friedenstaube. Und es gibt die Taube auch in der Bibel ganz wichtig als zum Beispiel ein Spruch von Jesus: Ihr werdet mich mit den Wolken kommen sehen. Und da habe ich auch ganz oft dran gedacht in den letzten Jahren und habe gedacht, das kann man auch so interpretieren, philosophisch. Das muss man sowieso an vielen Stellen der Bibel machen. Man kann nicht 1:1 das Wort sozusagen in Bild, in Vorstellung tauschen. Wenn man es also jetzt mal philosophisch betrachtet, diesen Spruch, ihr werdet mich mit den Wolken kommen sehen, dann kann dieses Sehen auch bedeuten, das ist nicht ein physisches Sehen, sondern es ist ein geistiges Sehen. Ich könnte aber auch sagen, ihr werdet sehen, dass ich komme. Ihr werdet spüren, dass ich komme. Ihr werdet mich mit den Wolken kommen sehen. So habe ich das definiert und habe das so offen gelassen und dachte, das lasse ich jetzt mal so, dass es diese Möglichkeit gibt, das so zu interpretieren. Es gibt auch die Möglichkeit, dass es genauso ist. Und das bedeutet, dass bestimmte Gedanken mich erreichen, weil ich das so sehe und auch erkannt habe, beschäftige ich mich mit bestimmten Themen und habe bestimmte Gedanken, die ich vielleicht sonst nicht hätte, wenn mir das nicht widerfahren wäre. Und ich habe ja mehrere Videos gemacht über Erscheinungen, die ich hatte, was ich erlebt habe, was mir begegnet ist, was sehr unglaubwürdig klingt für dritte Personen, aber mir ist es so geschehen und es ist die Wahrheit. So, genauso wie diese Wolkentaube. Ich habe nichts daran verändert, da ist nichts manipuliert. Sie ist genau so, wie ich sie fotografiert habe. Und das, was ich erlebt habe, gesehen habe, ist auch alles genau so, wie ich es berichte. Ich bin so, ich werfe nicht gleich alles hin, wenn etwas schief geht oder anders ist, als ich es mir wünsche. Oder ich bin kein, sagen wir mal, Fahnenflüchtiger, weil es irgendwie Probleme gibt, haue ich ab. Sondern ich bin dabei geblieben,
bei dem, was ich gesagt habe, was mir widerfahren ist. Und ich habe auch diese taube Wolke so gelassen, wie sie ist, habe sie nicht verändert. Für mich bedeutet das sehr viel Energie, sehr viel Kraft. Ich bin nicht schwach geworden. Das heißt, es bedeutet für mich auch eine gewisse Stärke an Potenzial. Und mit diesem Potenzial gehe ich durch die Welt, lebe ich. Sozusagen diese Energie ist in mir. Und weil ich es nicht modifiziert habe, abgelassen habe oder diese Themen ganz weggelassen habe, weil das einfacher ist und bequemer für mich ist, bin ich für viele Menschen suspekter geworden. Also die mehr an mir Zweifel bekommen haben und denken, das ist alles gar nicht möglich oder vorstellbar und haben abgelassen. Das heißt, wenn man so etwas macht, und ich finde wichtig, dass man so etwas macht, dabei bleibt, weil es letztlich auch eine Aufgabe ist, die man hat in seinem Leben, was man in die Welt hineinträgt oder auch herausträgt. Das ist eben oft schon definiert zur Geburt, auch wenn man es gar nicht weiß. Es ist einem nicht bewusst. Im Nachhinein wird man bestimmt vieles erkennen und entdecken und sagen, ach, darum ist das und das geschehen und darum habe ich dieses gesehen oder darum ist dieses und darum ist jenes. Das wird im Nachhinein kommen oftmals. Es ist also wichtig, dass man dabei bleibt und nicht alles hinwirft. Es hat nur zur Folge, dass man immer einsamer wird, weil man immer weniger auf Verständnis führt. Das heißt, die Menschen haben keine Lust, sich mit einem zu unterhalten und machen einen Bogen um einen, weil sie denken, man ist zu problematisch und so. Und man ist eben nicht so oberflächlich fröhlich und denkt sich, das ist der Sinn des Lebens, dass ich nur oberflächlich bin und ich nehme alles ganz leicht, während neben mir die Welt untergeht oder die Erde sozusagen, ja, untergeht. Da kann ich für meine Person nicht einfach nur über alles lachen und sagen, es ist mir alles egal. Darum bin ich bei diesen Themen geblieben. Und darum habe ich auch zum Beispiel dieses letzte Video, was ich gemacht habe, mit dem Thema Jesus in der Kirche gemacht und bin nicht davor zurückgeschreckt, weil ich mir gesagt habe, es ist wichtig, dass jemand dazu etwas sagt. Und ich hatte das schon mal ganz zu Anfang, da war ich gerade 20 Jahre alt, da hatte ich ein Erlebnis in einer Kirche. Da bin ich gehe eigentlich nicht in Kirchen, da bin ich aber hineingegangen zu irgendeiner Veranstaltung oder einem Gottesdienst. Ich weiß es jetzt nicht mehr genau, es ist ein halbes Jahrhundert her. Es kam mir aber sehr suspekt vor, was dort erzählt wurde. Und parallel geschieht das, was zu jener Zeit geschehen ist in der Welt. Also auch überall die Kriege, Mord und Totschlag und was es gab. Und das, was dort gesagt wurde in der Kirche, und ja gerade erst der größte Krieg vorbei, sozusagen. Und da musste ich etwas dazu sagen und ich musste auch in der Kirche sagen, dass ich das anders sehe, dass ich die Bibel anders sehe, dass ich die Bibel anders verstehe, dass ich Jesus anders verstehe als ihr. Habe ich damals auch so gesagt und habe gesagt, das geht nicht so, man kann nicht in die Kirche gehen, zu Jesus beten und parallel führt man Krieg und tötet. Das passt einfach nicht zusammen. Das kann man ja so schön kaschieren, wie man will, mit so viel Pomp und Schmuck, alles sozusagen abdecken, verkleiden, aber darunter bleibt diese nackte Wahrheit, dass das nicht möglich ist. Man kann das nicht machen. Das hatte ich also mit 20 Jahren, dieses Erlebnis, und habe jetzt das Video gemacht, Jesus in der Kirche, wo ich mir vorgestellt habe, wie würde es wohl sein, wenn Jesus jetzt plötzlich in eine von diesen großen Kirchen kommt. Und ich würde zum Beispiel da stehen und zuschauen, würde das sehen. Wie könnte ich mir das vorstellen, wie würde es sein? Darum hänge ich hier gleich hinten das Video dran, Jesus in der Kirche. Das passt auch zu dem, was ich jetzt hier sage.
Dieses nenne ich auf Deutsch 2. Ja, das war mir jetzt wichtig, dass ich das sage. Also, und ich kann immer noch sagen, ich habe immer noch mal irgendwann ein besonderes Erlebnis, wo mir klar ist, es ist etwas Besonderes. Es hat nicht jeder dieses Erlebnis, es sieht nicht jeder dieses, es hört nicht jeder dieses, es widerfährt nicht jedem dieses, aber mir widerfährt es und ich höre es und ich sehe es. Und weil es die Wahrheit ist und weil ich gesagt habe, ich sage die Wahrheit, werde ich es auch immer so veröffentlichen, wie es mir erschienen ist und erscheint und auch die Konsequenzen ziehen, auch wenn ich immer einsamer werde. Dann sage ich ja, okay, das ist der Preis dafür, aber es hat einen Sinn. Und es hat einen positiven Sinn, dass ich das mache. Das ist so, einen positiven Sinn in dieser Welt. Und ich glaube auch, es hat einen positiven Sinn für die Menschheit. Ja. Also darum jetzt dieses Video und ich werde diese Tage mal noch ein anderes Thema machen, denke ich mal, etwas Neues, weil ich gerade Lust dazu habe und wir haben draußen Regenwetter für einige Tage. Ich bin Rentner und möchte etwas Sinnvolles machen. Also okay, und ich wünsche einen schönen Tag und schaut euch mal genau diese Wolke an. Da muss man das Video eben auf Stopp stellen. Wenn man sie sieht, dann kann man sie sich mal eine Minute anschauen und sich vorstellen, man ist draußen, geht da auf der Straße und plötzlich kommt einem diese Wolke so entgegen. Und was kannst du darin erkennen oder würdest du darin sehen? Okay. Und es gibt ja die Friedenstaube. Und ich glaube an das Gute und ich glaube auch, dass wir es schaffen, Frieden auf der Erde zu bekommen, egal wie. Da wird es sicherlich auch Unterstützung vom Himmel geben. Ja. Je mehr wir tun in diese Richtung, desto weniger muss der Himmel tun. Könnte man auch als Philosophie betrachten. Weil beim Himmel ist es eben auch so, da knallt es auch mal, wenn es nicht anders geht, wenn es aber Sinn macht. Ja. Okay, ich mache jetzt hieraus ein Video. Ciao, ich wünsche euch einen schönen Tag und sage Shalom.